So, da sind wir wieder zurück und wir wollten hier ins weite Moor hinaus, nachdem wir Kenneth, das Würmchen Kenneth mitgenommen haben. As I trudged through the barren moors, with only the odd sheep for company, I reflected upon my visit to Bewlay thus far. Während ich durch das kahle Moor gelaufen bin, so vor mich hergetrottet bin, mit nur dem einen oder anderen Schaf als Begleitung, habe ich ein bisschen über meinen Besuch nach Bewlay nachgedacht, soweit wie er eben war. The enigmatic Mr. Shoulder and his puzzling disappearance. Dieser seltsame Mr. Shoulder und sein noch seltsameres Verschwinden. The townsfolk of Bewlay, who had made it as difficult as they could for me to find Hobbs Barrow. Die Dorfbewohner von Bewlay, die es so schwierig wie nur irgendwie möglich gemacht haben, für mich Hobbs Barrow zu finden. The suspicion, the wariness in their eyes. Dieser Verdacht, diese Vorsichtigkeit in ihren Augen. Only now I know it was actually fear. Erst jetzt weiß ich, dass es tatsächlich Angst war. In the end, it was the innocence of a child, young Jane, that condemned me to my fate. Am Ende war es die Unschuld eines Kindes, der kleinen Jane, die mich an mein Schicksal gebunden hat. Ich mag das, dass sie zwischendurch diese Erzählungen weiter vorantreibt, weil sie das ja alles retrospektiv, ne, so im Nachhinein ihrer Mutter schreibt. Die Leute hatten eigentlich alle Angst und wollten aus gutem Grund nicht, dass wir hierher kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen macht es auch Sinn, dass der Stanley, ne, der Innkeeper, meinte, eigentlich sind die Leute hier nett, die wollen nur das Beste für dich. Für sie natürlich schwer nachzuvollziehen, weil sie ja alle das Leben schwer machen. Aber die haben bestimmt alle ihre Gründe. The gate opens out into a vast tilled field. Okay, die Farm. Da ist ein Schloss dran. Wir gucken mal kurz. Hier ist sonst erstmal noch nichts. Erstmal gucken. Hallo, knock knock. The entrance to the farmhouse. What do you want? Der ist aber sehr alt. Ich glaube nicht, dass er das hier alles noch bewirtschaften kann. Ich stelle mich erstmal vor. Hallo. My name is Thomasina Bateman. Mr. Bryden, I presume. Aye? What do you want, lass? Ich würde gerne zu Hobbs Barrow. I understand Hobbs Barrow is located on your land. Oh, well, yes. Why do you ask? I am an antiquarian, Mr. Bryden. I'm writing a volume on the barrows of England. Oh, I suppose you'll be wanting to dig about it. If at all possible, Mr. Bryden. I was invited to Bewlay by Mr. Leonard Shoulder, who told me such an excavation would be possible. Leonard Shoulder? Ha! I haven't seen him in years. The last I heard he were on death's door. There's to be no more digging there, lass. Not since it went so badly last time. Okay, Moment. Die anderen behaupten alle, sie hätten Leonard noch einige Male gesehen, sogar noch kürzlich. Und immerhin ist sein Haus, sieht jetzt noch nicht verlassen aus oder so. Und er hier sagt, letztes Mal ist irgendwie dem Tod quasi von der Schippe gesprungen. Verstehe ich das richtig? Tell me about yourself, Mr. Bryden. I live here with my wife. And I might be long in tooth, but I can still run this farm without too much help. Okay, gut. Was ist denn mit deiner Frau? Is your wife home? She's out in fields, lass. Pulling weeds. The curse of such fertile soil. 40 years we've been married. I couldn't do it without her, you see. How No. splendid. Aye, my wife is a fine woman. Are you married, lass? No. I've had my fair share of proposals, Mr. Bryden, but that's not the life for me. Marriage is an important institution. You'll find a man one day. I manage rather well without one, Mr. Bryden. Ja, gut, das muss ja nicht so für immer so bleiben, ne? Kann sich ja nochmal ändern. Okay, was war denn letztes Mal? Was there a previous excavation of Hobbs Barrow? Aye. My brother dug it up. Must have been, 25 years ago. You see, whatever he found inside, well, it drove him mad. Oh. Aye. I moved back here to look after him. Poor bastard hanged himself not long after. I'm sorry, my Mr. God. Bryden. That's terrible. Aye. Time passes, but
They were an awful thing. Oh mein Gott, er hat sich aufgehangen? Ach, krass. What did your brother find? Samuel. Samuel were his name. Sorry, what did Samuel find in the barrow? I don't know. But something went wrong. Afterward, he could barely speak. You couldn't make out a word like. That must have been hard. You lost a hand in that excavation too, you know. Oh Gott. Goodness me, how? I try hard not to speculate on what might have happened, lass. I'd see him disappear into that barrow, dragging timber in with him. You'd hear him hammering away for hours. I offered him help, but he'd have none of it. Soon enough, he blocked the entrance off. To look at it now, you'd never know the thing we dug up. The land has reclaimed it. Krass, okay. Also der Bruder hat sich da irgendwie reingesteigert, hat da gegraben und gehämmert und was nicht alles und sich dann sogar irgendwann da drin eingeschlossen. Muss aber ja irgendwann wieder rausgekommen sein, hat aber nie erzählt, was er gefunden hat und es durfte irgendwie auch keiner rein. Was ist denn mit dem Rest? Das hat er doch bestimmt nicht alleine gemacht. Who else was involved in the excavation? 2 others, I believe. Outsiders, perhaps. I can't say for sure. I think they left town pretty swiftly afterwards. I lived in Bakewell at the time. I only moved back here to look after Samuel. I took over the farm when he passed away. I see. Oh Mann, der arme Kerl. What can you tell me about your farm? Samuel's fate aside, we're a fortunate family. The soil is fertile here. Crops grow without too much trouble. All the other farmers round here raise livestock, even Lord Panswick. We grow feed for him. Most fortunate, Mr. Bryden. Okay. Immerhin. Hat das Leben ihm doch noch ein bisschen was Schönes gebracht. Er hat gerade bei dem Namen Leonard Shoulder so komisch gelacht, ne? Also so ein bisschen höhnisch. Mal gucken, was er zu dem zu sagen hat. Scheint hier irgendwie bei den meisten nicht besonders gut wegzukommen, der Mann. You haven't seen Mr. Shoulder for some time. I hear about him now and then, but it must be a good few years since I set eyes on him. He hasn't been here to visit Hobbs Barrow. Not to my knowledge. I heard he's beset by ailments. Don't leave his home often. How odd. I assumed he'd spoken to you about my visit. Not at all. Er hat sein Haus ja gerade erst verlassen, wie wir festgestellt haben. Oder er hat einfach beschlossen, nicht zu antworten, als wir geklopft haben. Eins von beiden. What can you tell me of Lord Panswick? He keeps us going. Most of our crops go to feed his animals. What is he like? Oh, I've hardly laid eyes on him. He sends his workers here to pick up the crops. I see. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Nochmal zu Lennart. You say Mr. Shoulder is at death's door. What exactly ails him? I'm unsure. It's just what I've heard. I wouldn't want to speculate on matters that are not my business. Na gut, das kann ich verstehen. Ja, darf ich denn graben oder lieber nicht? Mr. Bryden, may I please have your permission to excavate Hobbs Barrow? No. Have you not been listening, lass? Samuel found something in there that's best left to rot. No digging here, lass. Warum denn nicht? Lass es mich doch wenigstens probieren. Also ganz wie Sie wollen. Ich fürchte, ich kann Nein als Antwort nicht akzeptieren, Mr. Bryden. Wollen Sie denn nicht mehr darüber erfahren, was Samuel dort gefunden hat? Wouldn't you like to find out more about what Samuel found in there? Perhaps. But Samuel boarded up that barrow for a reason. You don't want to tempt the same fate, lass. Vielleicht kann ich mir das zumindest mal von außen angucken. Perhaps I can at least see Hobbs Barrow. I suppose you've come a long way to be here, lass. Ja. All the way from London, Mr. Bryden. Have you any proof of all you've told me? Beweise? Wie soll ich beweisen, was ich als Beruf mache? Außer mein Werkzeug und mein Outfit. You wish to see proof of what, Mr. Bryden? I can't let any Tom, Dick or Harry wander around me fields. What proof have you of your claims? Thanks for your time. Ta-ra now. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Wir haben natürlich immer noch den Brief. Vielleicht können wir den zeigen. Here is proof that Mr. Shoulder invited me to Bewlay in order to excavate Hobbs Barrow. Bitte sehr. Gut, dass wir den noch da haben. Leonard making bold promises, I see. Don't make me regret this. But yes, you can have a look at it. Thank you. Any road. Once you've set your eyes on it, you won't be wanting out do with it. The place gives one a queer feeling. So where can I find it? Through that gate to your left.
Just head straight across the top to the field there. After 10 minutes or so, you'll see Barrow, set on a hill ahead. Thank you again, Mr. Bryden. I really do appreciate it. Tja, der arme Mann ist nicht so happy darüber, dass wir da unbedingt hin wollen. Okay. Wir sollen da gleich, ne? Deswegen gehe ich erstmal hier hinten, ist ja klar. Da ist noch ein Eimer. Mensch. The empty bucket smells of rancid milk. Ugh. Oh je, warum ist da noch... Warum? Er hat sich aber nicht aufgehangen und die haben das Seil dann noch hängen gelassen, oder? This is not mine to take. Mist. Oh, eine Ziege. Hallo. Deswegen ist da ein Easy girl. Seil drum gewickelt. I'm not fond of goats at the best of times, but this one seems particularly disagreeable. Disagreeable ist auch schön. Okay, Ziege ist ein bisschen zickig. What a wild-looking thing. Anfassen ist nicht. Nee, okay. Okay, vielleicht machen wir da nachher noch ein bisschen was. Hier ist sonst nichts. Nö. Das Tor können wir auch nicht aufmachen. Okay, dann gehen wir jetzt endlich mal gucken, wie Hob's Barrow zumindest aus der Nähe aussieht. Mit Musik und Regen. I probably should have brought my umbrella. Der seit 1,5 Tagen im Pub hängt. Was bist du? Perhaps I could take a closer look. AR, okay. AR. I haven't a clue what that could be referring to. Ich auch nicht, aber ich habe eine Idee, wo wir nachher gucken können. Finally, here it is. Hob's Barrow. Sehr unspektakulär. Okay. Hat er gesagt, das Land hat sich alles wieder Indeed, zurückgeholt. a barrow of a most unusual rectangular form. I've not seen something like this since West Kennet Long Barrow. Yes, this shall make a fine entry for my book. What secrets do you conceal, I wonder? Tja, ich weiß noch nicht so recht, ob der Opa, also der Mr. Bryden, uns jetzt quasi zähneknirschend doch die Erlaubnis gegeben hat, hier zu machen, was wir machen wollen, oder ob wir tatsächlich nur gucken werden dürfen. Mal schauen. Mal anpatschen. That smell. Earthy and sweet. Und wir kriegen einen Flashback. 3, 2, 1. You can open your eyes now, Thomasina. Come. Are you ready for your first excavation? Ja. Yes, Daddy. Capital. Make sure you remember everything I've taught you. I have a feeling you might find something special. How exciting. I'll be watching from the steps, my little bird. Good luck. Thank you, Daddy. Okay. Das ist so süß. Hier, ich sehe schon diese kleinen Erdhaufen. Da ist eine Schaufel. Now I'm ready. Jetzt, dann los geht's. Daddy has buried something here. Los geht's. Das ist so süß. Thomasina, we don't excavate with our bare hands. Oh, stimmt, ich muss die Schaufel vielleicht... Ja, hast du recht. Entschuldigung. Gleich das erste Mal was falsch gemacht. Nothing here. Okay. Next. Einmal da und einmal da. No treasures here. Okay. Finden wir bestimmt noch irgendwas anderes. Ich finde das so süß mit diesen kleinen Rückblenden. Sehr niedlich gemacht.
treasure. Juhu. Yay. Daddy, I found the treasure. Look. Well done, little bird. Juhu. Your first successful excavation. That urn you're holding is very old and precious. Und dann gleich Take eine good Urne, care of okay. it, all right? I will, Daddy. I promise. Ja. Tja, an das hat uns dieser Geruch wohl erinnert. Ach ja. Sweet Memories. Oh, sie wischt sich sogar eine Träne weg. Oh. I do have a feeling there is something exceptional to be discovered here. I must gain Mr. Bryden's permission to excavate. Na gut. Also ich muss mal sagen, ne? Für einen Point-and-Click-Adventure-Charakter ist sie sowas von rechtschaffen, wie ich es sonst noch nie irgendwo erlebt habe. Sie fragt immer nach, bevor sie sich irgendwas nimmt. Sie klaut nicht. Sie bricht nur einmal eine Tür auf, was irgendwie, also unfassbar. So, können wir das noch mit rausnehmen? I don't wish to carve anything into the rock. Okay, was war das? A, R, okay. Da habe ich jetzt eine Idee, wo wir mal gucken können. Und zwar auf dem Friedhof und an der Kirche sind ja so einige Namen eingelassen. Vielleicht... Oh, wir gehen im Dunkeln wieder zurück. Das ist ein Problem? Darkness falls quickly here. I should make my way back to the inn. Ja, das ist eine Idee. Ist der Opa noch da? Ne, der ist schon wieder reingegangen. Ist die Ziege noch da? Jo, schläft. Okay, zurück zum Inn. Würde trotzdem gerne mal den manuellen Weg gehen. Einfach mal, wir es können. So. Mal kurz gucken. I'll have to read it tomorrow. It's too dark now to... Jetzt können wir nicht mehr. This appears to be a recently dug, unmarked grave. Okay, dann kommen wir morgen wieder und lesen. Die Oma ist... Ah nein, die Oma ist jetzt weg. No, wir konnten keine Kuchen holen. Dammit. Ich hätte so gerne Kuchen gehabt, aber die Oma lässt bestimmt nicht anschreiben. Da ist noch Licht an bei irgendwem. Der Creep noch da? Ah, siehst du mal, der ist auch weg. Okay, ist ja echt gut besucht heute Abend. Das ist der Schmied. Mr. Crozier is enjoying a large mug of ale. Hallo. Good evening, Mr. Crozier. Evening. Thanks again for the fossil, lass. 'Tis truly a beauty. You're most welcome. How long have you been collecting fossils? Ever since I were a boy. The moors look a barren place, but there are plenty of fossils to be found in the rock formations. All manner of creatures to uncover. Such a playground for a young lad. What's your favorite piece in your collection? The ammonite you gave me today. The most recent is always the best. No. Indeed. What about you, lass? Do you collect out? I do. You see, I'm writing a book on the Barrows of England. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. I document all my findings. But what do you collect? Pottery, tools and such. Bones too, no doubt. No, I leave those in place. You've got a morbid heart, lass. Fussing about in old graves like that. We're not dissimilar in that we both take an interest in the remains of the long gone. I suppose you have That's a true. point there. Ach, How's das your ist book irgendwie coming cool. along then? Very well, thank you. Though I'm rather keen to begin my chapter on Hobbs Barrow. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Ich finde das irgendwie so nett, dass man mit ganz vielen NPCs ja einfach nochmal so ein bisschen Smalltalken kann. Es ist halt wirklich so, dass man manchmal gar nichts groß zu sagen hat, aber man kann trotzdem noch ein bisschen hin und her schnacken. Und es geht gar nicht immer um irgendwas, aber es ist halt immer nochmal so ein nettes kleines Hallo. Ach übrigens, Cyril, wer hat eigentlich gewonnen? Hello again, Cyril. You're still here? Did Mr. Long convince you of the virtues of Bewlay Station? What the hell do you think? Now bugger off and leave me to me drink.
Das ist okay. He seems even more wound up than usual. Er ist auch ein bisschen zu alt, um sich jetzt noch so oft zu zoffen, oder? Hallo Katje. Hallo Herbert. I don't wish to wake him up. Ja. It's Herbert, the local stray. Am Kaminfeuer, voll cute. He's engaged in a bout of pinfinger. Such a brutal hobby. Ja, schon. Wollen wir ihn mal ein bisschen ablenken, um es noch ein bisschen brutaler zu machen? Good evening, sir. I'll leave you to it. Als hätte ich es gewusst. Das war ein Scherz. Ich wusste ja nicht, dass er so leicht abzulenken ist. A fearsome-looking brute of a man. Der ist sogar entweder sehr behaart oder sehr tätowiert. Ich kann es nicht sagen. This local chap looks thoroughly intoxicated. So, Stanley, Hallöchen. Good evening, Miss Bateman. Good evening, Stanley. Ich glaube, wir lassen das mal mit dem Drinks bestellen. Wir sind ja schon ein bisschen knapp bei Kasse. Oder gar nicht mehr bei Kasse. I found Hobbs Barrow. Oh, remember what I said, Miss Bateman? There are stories connected to that place. Yes, stories you won't elaborate on, I might add. Don't worry about me, Stanley. I'm quite capable of warding off imagined fiends. I have no doubt, but please leave that place be. I've come this far, there's no turning back now. That's precisely what worries me. Ich kann das so gut verstehen, ne? Ich meine, wer schon mal so ein bisschen ein Rollenspiel gemacht hat oder andere Computerspiele oder so, dieses, du solltest da nicht hingehen, du solltest da nicht hingehen. Aber jetzt will ich wissen, was da ist. Das macht es ja noch viel schlimmer, See wenn you alle soon. ihn abhalten wollen. Dann, ja, Neugierde. So, ich glaube, wir sind müde, ja. Time for bed. Tomorrow I shall convince Mr. Bryden to allow me to begin my excavation. Tja, irgendwie. Miss Hoffentlich. Bateman, Was? how are you? Tired. Gonna buy you a drink? Einer wird schon nicht schaden. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr Informationen über Mr. Tillett einholen. Nein, danke, Mr. Tillett. Ich sollte einen klaren Kopf behalten. Sollten Sie nicht langsam aufhören, so viel zu trinken? Seine Gesundheit? Ich meine, wir haben ihn schon mal eingeladen, oder er hat sich von uns einladen lassen, zwangsweise. Und wir sind danach ja wieder ein bisschen klargekommen miteinander. Ich denke, warum eigentlich nicht? One won't hurt. Excellent. I feel bad about what happened last night. I'm sorry I can't remember it. That's all right, Mr. eigentlich Tillett. immer ganz nett. Alcohol can do all sorts of damage Bis to auf one's ganz am memory. Anfang. Aber I was thinking that maybe if we had another drink tonight, I might remember what happened. oh je, I'm not sure that's das logical. weiß ich auch But nicht genau. worth trying? I don't need any further convincing. Take your seat, Miss Bateman. I shall return with the goods. Ich meine, mal gucken, was daraus wird. To Leonard's shoulder. Wherever he may be, Ja, aber echt mal. I've been meaning to ask you something. Yes? Why did Leonard Shoulder ask you to dig up Hobbs Barrow? Despite his disappearing act the previous evening, not to mention his questionable sobriety, I decided Mr. Tillett was to be my ally. Ja, okay, also. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was in den Briefen stand, weswegen er wollte, dass wir ausgraben. Ich glaube, er hatte einfach nur gesagt, hey, das könnte Sie interessieren. Aber wir werden es gleich erfahren, denke ich mal. Okay. Trotz seines Verschwindens am vorherigen Abend und ganz zu schweigen von seiner etwas fragwürdigen Nüchternheit, habe ich beschlossen, dass Mr. Tillett mein Alliierter wäre, mein Verbündeter werden sollte. I spoke again of Mr. Shoulder's letter, his proposed excavation and my status as an antiquarian and barrow digger. Ich habe also angefangen davon zu sprechen, was Mr. Shoulder in seinem Brief schrieb, dass er vorgeschlagen hatte, auszugraben und meinen Status als Antiquarin und, ja, Grabhügelgräberin. He was fascinated and quite excited at the prospect of meeting the soon-to-be author of a real-life book. Er war ziemlich fasziniert und auch sehr aufgeregt über die Aussichten, die bald Autorin eines echten Buches zu treffen.
You must find all manner of riches on your digs. Barrow digging is not all success, Mr. Tillett. Often I'll come across the likeliest of sites steeped in promise. We set to work with shovel and pick and all the other barrow opening paraphernalia you can imagine. Every stone carefully taken down, every shovel full of earth put dutifully through the sieve, and we find nothing. Or you may find a miserable remnant of animal bone or a shard of pottery hardly to be recognized from the peat in which it decayed. Sometimes it's as if some Neolithic humorist prepared an elaborate practical joke for your special benefit. It still sounds much more exciting than spending your days sitting in England's most remote railway station. Oh. Are you all right, Mr. Tillett? I've had another argument with Agnes. Your wife? Aye. She didn't want me coming to the plough tonight. Truth is, I've been drinking my life away since my mother passed. Das war die Oh, that's Mutter. terrible. Oh. I'm sorry for your loss. You're kind, Miss Bateman. Thank you. It's been a year since the old girl left us. She had a horrible end, wasting away, day by day. Consumption got her. She was naught but bones by the end. I can't get the image out of my mind. Ja, es ist irgendwie ein bisschen She were everything nachvollziehbar. to me. I'm so sorry. I apologize for going on, Miss Bateman. It's not appropriate. Don't worry, Mr. Tillett. I appreciate your openness. Used to love going for walks out in the moor, my mother and I, ever since I were a little one. She'd get a tear in her eye as she looked out upon it. She loved this land. I asked Mr. Crozier to build a bench, which we've erected at her favourite lookout spot on the moors. Margaret's Lookout, we called it. Aye. That's a beautiful tribute. Aye. If you take a seat there, do keep her in your thoughts, won't you? Of course, Mr. Tillett. I can relate in echt some voll manner. schön. My father had an accident when I was very young. He's still alive, but he can neither move nor speak. He spends his entire life bedbound and incapable of communicating or looking after himself in any way. How dreadful. He was a barrow digger himself, an antiquarian of some renown. He taught me so much, even though I was so young. I think writing this book is my way of carrying on his work. It helps me reclaim those earlier memories of him, and I visit him often to tell him all about my excavations. Oh, Can he hear you? so süß. I've no idea. The doctors aren't sure. I'd do anything to make him better, Mr. Tillett. I'd do anything to bring him back to the man he was. I am in a state of suspended mourning for a man caught between life and death. Oh, das ist so furchtbar. Dreadful. Just dreadful. Ja. We all have our weaknesses. Mine just happens to be my father. And what of your mother? A cold woman. We haven't talked in quite some time. I think she blamed me for my father's accident somehow. You were but a child. Indeed. She thus saw it fit that a governess should raise me as she spent her life grieving for my father. Well then, I propose a toast. A toast to what? A shared sense of loss. Oh. I'll toast to that, Arthur. Now then, enough of this wallowing. Let us be merry. Another round. I really shouldn't. But I did. And another after that. Oh. And another. Nein. Mädel, du sollst doch nicht so übertreiben. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Aber, oh Gott. Wir haben beide so tragische Storys hinter sich. Das ist, das vereint natürlich irgendwie so ein bisschen. Wenn dann noch der Alkohol da oben drauf fließt, dann macht das ja Sinn. Okay, also, ich sollte nicht noch einen trinken, aber ich tat es. Und danach noch einen und dann noch einen. The frustrations of my visit to Bewlay slipped away with each swill of Stanley's finest ale. Die Frustration über den Besuch in Bewlay sind mit jedem weiteren Schluck von Stanleys feinstem Bier dahingeflossen. We had great fun that night, Mr. Tillett and I. Wir hatten eine Menge Spaß in der Nacht, Mr. Tillett and I. I treasure the memory. Ich erinnere mich sehr gerne daran. Go on then. Let's hear those pipes. Mustn't. Sing the song. Jetzt ist sie selber total You're hacke. incorrigible. Please. You'll make a sad man happy. Oh, all right then. Was kommt jetzt?
clasps, celts, and arrowheads I'll try to claw within my clutch. And if a shield I should espy, I'll vow there ne'er was such. With popish tricks and relics rare, the priests their flocks do gull. In casting out the earth take care. Huzzah! I've found a skull. Oh. Hat er sich ein Lied dazu ausgedacht, das ist ja süß. Es ist wieder Nacht. Die Katze wieder kommt. Oh. Oh. Wir haben einen richtigen Traum quasi. Aber wie der aussieht, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich weiß, es ist fies. Es ist gerade eine gute Stelle, um eine Pause zu machen. Und ich werde tatsächlich mal eine richtige kleine Aufnahmepause machen. Also, was dieser gruselige pinke Traum hier zu sagen hat, das schauen wir beim nächsten Mal. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind. Nämlich direkt vor Hobbs Barrow. Und ja, stay tuned und so, ne? Bis zum nächsten Mal.